Gute Chefs ziehen gute Mitarbeiter an. Willst du verlässliche Mitarbeiter haben, dann investiere in deine Fähigkeiten als Chef und sei konsequent und ehrlich zu dir selbst. Du hast ein Unternehmen mit mehr oder weniger Mitarbeitern und manchmal fragst du dich ernsthaft, ob das noch die richtigen Mitarbeiter sind, stimmt's? Ob da wirklich jeder das macht, wozu du ihn mal eingestellt hast und ob die loyal sind, ob sie ehrlich sind, ob sie innerlich gekündigt haben, ob du dich auf sie verlassen kannst, ob die mitziehen würden, wenn es mal eng wird. Also so wie du aus Verantwortungsbewusstsein natürlich mitziehen musst, wenn es eng wird, weil du ja die gesamte Verantwortung fürs Unternehmen trägst. Und dann stellst du fest, dass da der eine oder die andere Mitarbeiterin dabei sind, denen du eigentlich kündigen müsstest. Aber wie und wann? Und macht das überhaupt Sinn? Oder machst du mit der Kündigung mehr kaputt? Denkst du nach, was passiert dann? In den meisten Fällen natürlich nichts. Die faule Kartoffel bleibt im Team, sorgt still und leise dafür, dass noch mehr Mitarbeiter angesteckt werden oder eben die gesamte Leistung des Teams zurückgeht. Das Einzige, was passiert, die faule Kartoffel schadet deinen Nerven. In meiner Arbeit mit Unternehmern kommen wir immer wieder an den Punkt, wo der Inhaber sagt, hey, Mitarbeiter XY, der tanzt mir auf der Nase rum, aber den brauche ich, den kann ich nicht entlassen. Resignation. Resignieren kannst du dir nicht leisten. Denn den guten Mitarbeitern gegenüber wäre das echt nicht fair und deinem Lebenswerk auch nicht. Und dann stellt sich also die Frage, wie findet man raus, ob ein Mitarbeiter wirklich gut ist oder eher nicht? Und wann nimmt man den Mut zusammen und kündigt und vor allem wie? Genau darum geht es in den heutigen Business Tapas. Wenn Unternehmer das Gefühl haben, ein Mitarbeiter ist nicht mehr 100%ig bei der Sache, dann empfehle ich folgende Vorgehensweise. Also, erstell mal ein Organigramm von deiner Firma mit Bereichen, mit Verantwortung, mit Personen und so weiter. Und dann ordne diesen Personen ein Rollenprofil oder eine Stellenbeschreibung zu. Dann hast du erstmal einen groben Überblick. Dann zweitens haust dir dein Team an. Wer hilft dem Unternehmen und wer schadet dem Unternehmen eher? Also teile die Mitarbeiter ein in 3 Gruppen, Leistungsträger, Mittelfeld, auf der Kippe. Und diese Einteilung machst du dann jedes Jahr zu Beginn eines Jahres. Dritter Punkt, Mitarbeitergespräche. Führe Mitarbeitergespräche. Jeder Mitarbeiter hat aus meiner Sicht das Recht auf ein formelles Mitarbeitergespräch, in dem es um die Einschätzung seiner Leistung, die Festlegung von Zielen und die Wünsche für Weiterentwicklung geht. Also mach klar, was ist deine Erwartungshaltung und frage, was der Mitarbeiter sich wünscht oder erwartet. Klare, ehrliche Kommunikation ist wichtig und sag, was dir nicht gefällt. Und dokumentiere diese Gespräche bitte. Also lasst euch beide unterschreiben. Jeder bekommt eine Kopie von diesem Gespräch. Und dann viertens, sammle Fakten und Zahlen zu den Mitarbeitern, die auf der Kippe stehen. Fange an, deren Leistung objektiv, ohne Emotionen zu beurteilen. Überlege, was dem Unternehmen fehlen würde, wenn genau dieser Mitarbeiter nicht mehr aus dem Urlaub zurückkommen würde. Wäre die Stimmung besser? Würden weniger Fehler passieren? Was auch immer. Mit dieser Vorgehensweise hast du eine klare Vorstellung davon, wen du unbedingt im Team behalten willst und wen nicht. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Es ist manchmal einfacher und auch cleverer, einen Mitarbeiter zum Kündigen zu bewegen, als ihm selbst die Kündigung auszusprechen. Wie macht man das am besten? Naja, du nimmst ihm stückchenweise die Verantwortung oder Projekte weg und übergibst sie an neue Mitarbeiter oder welche, die auch das Potenzial für so eine Aufgabe haben. Also du nimmst der faulen Kartoffel Stück für Stück die Macht und sprichst damit subtil eine Warnung aus. Also diese Message an den Mitarbeiter auf der Kippe lautet, du musst dir das Recht erarbeiten, in meinem Team zu sein. Zum Beispiel, indem du meine Werte teilst oder indem du deine gestellten Ziele erreichst. Parallel gibst du aber den anderen Mitgliedern wiederum die Chance zu wachsen und bereitest so den Übergang vor. Also entweder geht dann der betroffene Mitarbeiter weg aus dem Unternehmen oder er erkennt die Zeichen der Zeit und kommt wieder auf Spur. Beides kann passieren, beides ist gut für dich. Ich kenne aktuelle Beispiele, wo Vertriebsmitarbeiter Prozesse torpedieren und die halbe Firma an den Wahnsinn treiben, was dann wiederum zu Kündigungsandrohungen anderer guter Mitarbeiter führt. Oder wo Kunden sich beim Inhaber beschweren, weil die Mitarbeiter wenig Motivation und Verantwortungsbewusstsein zeigen. Das fällt immer auf die Firma zurück, nicht auf den einzelnen Mitarbeiter. In beiden Fällen haben sich meine Inhaber erst nach mehreren Monaten zur Entlassung entschlossen und gemerkt, dass es eigentlich zu spät war. Also der negative Effekt aufs Unternehmen, der verlorene Umsatz oder die Demotivation im restlichen Team war immens. Als die Entscheidung dann aber getroffen war, und das ist total witzig, ging es beiden besser und, oh Wunder, die Mitarbeiter haben auch, wurde ja auch Zeit, reagiert.
Fragen wir gleich mal in der Praxis nach, wie andere Unternehmer das sehen. Ich denke, man muss den Mut haben. Ich hatte jetzt letztes Jahr einen Mitarbeiter gekündigt tatsächlich, der mir relativ lange schon Bauchschmerzen gemacht hat. Das war nicht einfach. Das war vor allem halt auch familiär ein Problem und für mich selber. Ich habe mich da tagelang mit beschäftigt und ich habe das trotzdem gemacht. Und in dem Moment, als ich diese Entscheidung getroffen habe und habe sie kommuniziert, war ich ganz ruhig. Es war für mich dann emotional. Der hatte dann versucht, mich nur anzusticheln. Ich habe es dann auch nicht mehr an mich dran gelassen, sondern wir haben uns dann tatsächlich von einem Gütetermin dann getroffen. Und klar ist, wenn ein Mitarbeiter geht, kostet das Geld. Es ist nicht so, dass es einfach so geht. Ich weiß, jemanden zu entlassen ist keine einfache Entscheidung. Es gibt so viele Faktoren zu beachten und nicht nur rechtliche, die solltest du immer mit einem Anwalt im Vorfeld besprechen. Ich meine eher auch die Faktoren, die auf die Dynamiken im Team abzielen. Wenn es so eine Art Gute-Laune-Typ in deinem Unternehmen gibt, der sowas wie der soziale Kit ist, dann würde ich dem lieber eine neue Arbeitsaufgabe zuweisen, als den Mitarbeiter zu entlassen. Poldi ist so ein Beispiel. Der war zum Schluss Teil der Nationalmannschaft, obwohl er eigentlich nicht mitgespielt hat, aber der hat einen positiven Einfluss auf die Moral im Team. Sowas kannst du nicht entlassen. Und dann muss ich noch einen anderen Punkt ansprechen. Das weißt du garantiert. Führung macht einsam. Du bist als Inhaber nicht mehr der Freund deiner Mitarbeiter. Du bist der Anführer, der die Verantwortung trägt. Du triffst Entscheidungen, die nicht mehr von jedem nachvollziehbar sind. Wenn du zu nah an deinen Leuten bist, dann fehlt dir die emotionale Distanz, um rationale Entscheidungen zu treffen. Übrigens, jemand nett zu behandeln und nicht ehrlich zu sein, schwächt diese Person auch nur. Also wenn man ehrlich sagt, du bist ein toller Mensch, aber du passt hier bei uns nicht rein, dann wird derjenige nach dem ersten Schock dankbar sein. Denn wenn du jemanden aus fehlender Konsequenz im Unternehmen lässt, dann versaust du 2 Leben, statt 2 Leben zu verbessern. Fazit: Wenn du mit der Entscheidung über eine Entlassung zauderst, kostet dich das Geld, und zwar mehr Geld als die Kündigung. Du riskierst die Demotivation deiner Leistungsträger und du schadest damit dir und deinen Kunden. Und du bist offen gesagt ein lausiger Anführer. Also, führe mit liebevoller Strenge. Gib den schönen Spruch, good bosses attract good people. Mach das. Lerne, klar und deutlich zu kommunizieren und fokussiere dich auf dein gewünschtes Ergebnis. Also zaudere nicht. Such dir neue Freunde im Kreise anderer Unternehmer. Wenn du das beherzigst, fällt dir das mit dem Erkennen und dem Entlassen von Mitarbeitern viel, viel leichter und dann bleiben tatsächlich nur die Guten.